So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächstes Modell, nächste Schlachtnacht. Und es ist der Mercedes 300 SL Roadster. Einer der beliebtesten, teuersten Autos wahrscheinlich der Welt. Super, super duper teuer in der Wirklichkeit. Unbezahlbar für die meisten. Der eine oder andere wird das Auto wahrscheinlich mal gehabt haben oder immer noch haben. Für mich leider momentan unbezahlbar, aber so ist es. Schönes Modell, was Burago hier auf den Markt gebracht hat. Man kann die Motorhaube öffnen, Türen öffnen, den Kofferraumdeckel öffnen. Motor ist drin, Ersatzrad ist drin, die Innenausstattung ist auch ganz passabel erwischt worden. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil zu einem die Scheibe hier fehlt und der Spiegel. Des Weiteren hat dieses Modell ein Merkmal, was ich euch gerne zeigen möchte, was wahrscheinlich Sammler von Burago Modellen schon oft gesehen haben, aber nicht wissen warum. Ist diese Beule hier. Seht ihr? Diesen Pickel da? Diese fette Beule. Die kann man natürlich wegschleifen und lackieren. Das ist in den meisten Fällen eines Buragos Modellautos aber nicht rentabel. Viele fragen sich, wie kann das passieren? Was ist das? Warum ist das so? Ganz einfach. Früher wurden die ja gegossen, die Burago Modelle, ne? So, heute auch, aber jetzt in China und damals halt, der ist glaube ich noch aus Italien, ne? Ja, der ist noch aus Italien. Und wenn halt diese Gussform wieder zurückgeht, ne? Also wenn es dann halt reinfließt, dann läuft dieses flüssige Zinkdruck in die Form rein und dann kann es mal passieren, dass da ein Tröpfchen runterkommt und dieses Tröpfchen ist das. Ne? Dass es ein Tropfen quasi da runterkommt. Oder wenn er weggeht, dann zieht sich das noch so. Wisst, kennt ihr, ne? Wenn ihr mit Kleber arbeitet zum Beispiel, dann seht ihr manchmal auch diesen Effekt, dass da so ein Faden mit hochgeht oder wie auch immer. Ne? Also, oder halt, also es gibt verschiedene Gründe. Also einen ist es ein Tropfen vom Weggehen der Druckmaschine oder Gussmaschine. Zum anderen ist das aber auch ein Lufteinschluss. Manchmal kann man das gut von in der Innenseite erkennen. In der Innenseite ist es auch. Ja, an der gleichen Stelle. Manchmal kann man, ja, das ist komplett aus Guss. Somit das ist ein Tropfen. Manchmal kann man die auch abkratzen, dann sieht man, dass das halt auch nur ein Bläschen ist. Aber in dem Fall nicht. So, preislich ist dieses Modellauto im unteren Segment unterwegs. Das heißt, je nachdem wie der Zustand halt ist, original verpackt und bla bla bla, liegt dieses Modell zwischen 1 Euro und 20 Euro. Wobei 20 Euro schon fast utopisch ist für das Modell und sehr schwer zu bekommen ist. Auch wenn es schön gemacht ist, schön sauber lackiert ist und vielleicht auch nicht so einen Produktionsfehler hat. Ändert das nichts an der Lage, es ist und bleibt ein Burago. Dieses Modell wurde wahrscheinlich ca. 1 Million Mal hergestellt, wenn nicht mehr sogar. Ich vermute eher mehr, weil ich habe schon 2 Millionen davon zerlegt und verschrottet und ich kriege immer noch welche. Also muss eigentlich noch viel auf dem Markt unterwegs sein. Und manchmal gucke ich ja diese Sitcoms auf Pro7 und so alles und da sieht man diese Modellautos auch manchmal im Hintergrund und da sieht man, dass auch in den USA viele diese Modellautos hingeschafft haben. Hör mal, wer da Hammer zum Beispiel. Da konnte man die Viper und die Corvette sehen. Vom Burago. In mehreren Folgen. Auch ich habe mal vor Ewigkeiten, zu meiner Anfangszeit meines Online-Shops, mal Modellautos an ein Filmstudio verkauft. An Serienproduzenten. Und die tauchten auch in der Serie auch auf. Zwar nur im Hintergrund als Deko, aber die waren. So, das Zerlegen eines Buragos ist natürlich kinderleicht. Die Restauration sollte dafür für die meisten von euch naja kein Problem sein. Es geht eigentlich ziemlich easy von der Hand. Auch Ungeübte werden hier schnell erfolgreich. So, jetzt löst sich schon die komplette Innenausstattung mit Fahrwerk, mit Auspuff und allem drum und dran. Das war's schon. Ersatzrad kommt runter. Typische Krankheiten hat dieses Modellauto nicht, außer dass natürlich bei den meisten Modellen, die ich hier mal verschrotte, von diesem 300 SL, grundsätzlich die Windschutzscheibe fehlt oder der Spiegel. Das ist echt eine Seuche bei dem Modell. Teile sind nach wie vor gefragt. Momentan ist ja eh so ein großes Burago-Boom. Was heißt momentan? Hält sich schon über 2 Jahre an. Dieser Boom. Und der reißt auch momentan nicht ab.
Ich verkaufe also immer noch extrem viel Burago-Teile. Können viele Leute nicht nachvollziehen, weil für die gibt es nur teure Hersteller. Aber die meisten Leute reparieren und restaurieren Buragos. Und ich rede hier nicht von 2-3 Teilen pro Woche. Ich rede eher so von 20-30 Bestellungen pro Woche, die hauptsächlich Burago-Teile beinhalten. So, Rücklichter. Scheinwerfer raus. Jetzt die Zielleisten ab. Und dann ist das Modellauto auch schon fertig für die Schrottpresse. Weil Burago Rohkarossen sind nahezu nicht gefragt, weil jeder hat die eigentlich selber noch zu Hause rumliegen. Und deswegen brauchen die meisten eigentlich nur die Teile. Das war's. 6 Minuten. Und ich habe mich noch nicht mal beeilt und habe noch dabei gelabert. So. Die Innenausstattung ist typisch Burago, eigentlich ziemlich gut geworden. Man hier sieht hier noch die 300 SL Schriftzug, Lenkung funktioniert, okay, der Stern sieht ein bisschen überdimensional aus. Klar, ne, ist jetzt nicht so toll, aber ansonsten eigentlich alles wunderbar. Er hat keinen Teppich, er hat keine Gurte, aber ich meine, Gurte hat er sowieso nicht gehabt. Und allein schon die ganzen Knöpfe, die sind schon cool geworden hier. Seht ihr das? Das sind die Knöpfe. Das hat Burago echt gut hinbekommen. Der Motor sieht jetzt nicht so spannend aus. Ich meine, ich kann mich entsinnen, dass der Original 300 SL hier noch den Schriftzug Mercedes hatte. Aber ich will mich jetzt nicht hundertprozentig darauf festlegen. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, sind die roten Radkappen hier. Ne, das sieht für mich aus, als hätten sie die in eine Spülmaschine getan und das Chrom wäre weg. Also ich meine, das ist klar, das ist fast dasselbe Rot wie die Karosserie und das ist vielleicht auch so gewollt. Aber es sieht trotzdem blöd aus. So, Chromradkappen hätten da ein bisschen mehr was gemacht. Das war's. Preislich wird dieses Modellauto sich nicht mehr entwickeln. Also das heißt, er ist schon da angekommen, wo er auch bleibt. Also zwischen 1 Euro und 20 Euro, wobei 20 Euro, wie erwähnt, schon utopisch ist. Also realistisch ist so 10, 12 Euro, die kriegt ihr immer für das Modell. Original verpackte, in gutem Zustand, vielleicht auf 15, 16 Euro. Aber dann hört der Spaß auf, weil da fällt den meisten Leuten auch wieder ein, dass es einfach nur ein Burago ist. So, das war's, genug gelabert. Kurzes Video, schönes Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gleich kommen noch 2 Spitzenmodelle, also freut euch, es wird interessant bleiben. Ciao.